Hallo und willkommen in meiner Küche. In diesem Video zeige ich, wie man einen Rührkuchen backen kann, auch wenn man gerade mal kein Rezept dafür zur Hand hat. Der Backofen wird zunächst auf 170 Grad Celsius vorgeheizt. Ich habe gerade noch 3 Eier im Haus, aus denen ich einen Kuchen backen möchte. Dazu werden sie in eine Rührschüssel gegeben, die auf einer Waage steht. Natürlich gibt es eine Faustregel für den Rührkuchen, die man sich zum Glück ganz einfach merken kann, denn sie lautet 1/4 plus 1/4 plus 1/4 plus 1/4. Also 4 gleiche Teile. Und diese gleichen Teile sind Eier, Zucker, Fett und Mehl. Die 3 Eier zusammen wiegen 169 Gramm. Und da ihr Gewicht die ausschlaggebende Maßeinheit ist, fängt man damit an und alles andere richtet sich danach. Also gebe ich noch 169 Gramm Zucker dazu. Zuerst wird aber die Waage wieder auf 0 gestellt. Beim Einfüllen des Zuckers muss man natürlich etwas vorsichtig vorgehen, damit nicht zu viel Zucker zu den Eiern kommt. Wer unsicher ist, füllt den Zucker in eine separate Schüssel. Jetzt muss noch Fett zu den Eiern gegeben werden. Man kann weiche Butter nehmen oder aber wie ich, was man leider nur schwer erkennen kann, Öl. Auch beim Fett werden 169 Gramm abgewogen. Da Öl nur aus Fett besteht, nehme ich nur 150 Gramm Öl und fülle den Rest mit Zitronensaft auf. Wer Butter nimmt, nimmt 169 Gramm Butter, da Butter über einen Wasseranteil verfügt. Zum Schluss müssen noch 169 Gramm Mehl abgewogen werden. Es ist einfacher, das Mehl dabei in eine separate Schüssel zu füllen. Um ein feineres Backergebnis zu haben, verwende ich 150 Gramm Mehl, man kann auch Dinkelmehl verwenden, und den Rest fülle ich mit Maisstärke auf. Das kann man machen, muss man aber nicht. 169 Gramm Mehl sind auch okay. Des Weiteren gebe ich noch 2 Teelöffel Weinstein-Backpulver in das Mehl. Egal welches Backpulver ich verwende, ich siebe letzteres immer durch, bevor ich es unter das Mehl mische. Das Backpulver kann man aber auch weglassen. Da der Kuchen auch noch eine Geschmacksrichtung bekommen soll, reibe ich nun die Schale einer Bio-Zitrone in den Teig. Man kann, wie ich, Zesten reißen oder die Schale mit einer feinen Reibe lösen. Wie das geht, zeige ich später, wenn ich den Guss zubereite. Eier, Fett und Zucker werden nun mit dem Handmixer vermischt. Schaumig muss dabei nichts geschlagen werden. Wer will, kann auch einfach nur einen Schneebesen dafür benutzen. Nun gebe ich das Mehl dazu und rühre es unter. Auch dabei muss man nicht übertreiben, es reicht alles einfach nur unterzurühren, bis eine homogene und klümpchenfreie Masse entstanden ist. Dann habe ich mir noch überlegt, dass Vanille den Geschmack noch etwas gefälliger machen wird, weswegen ich noch etwas Vanilleextrakt zum Teig gebe und unterrühre. Der Teig ist fertig. Nun muss die Backform noch vorbereitet werden. Dazu habe ich sie mit weicher Butter eingerieben. Darauf gibt man noch 2 Esslöffel feinen Grieß, wie zum Beispiel Nudel- oder Weichweizengrieß. Grieß funktioniert meines Erachtens besser als Mehl. Damit meine ich, dass sich das Backgut nach dem Backen problemlos aus der Form lösen lässt. Gerade wenn man Financiers backt, ist das besonders hilfreich. Jetzt kommt die Königskuchenform für ungefähr 55 Minuten in den 170 Grad Celsius heißen Backofen. Die Backzeit kann natürlich von Ofen zu Ofen variieren, also passt bitte auf. In dieser Zeit kann man die Küche aufräumen und auch schon den Zuckerguss vorbereiten, sofern man einen solchen machen möchte. In eine kleine Schüssel gebe ich 2 Esslöffel frisch gepressten Zitronensaft und 4 bis 5 Esslöffel Puderzucker, je nachdem wie fest der Guss werden soll. Alles wird verrührt. Damit der Guss so richtig schön zitronig wird, gebe ich auch hier etwas Zitronenschalenabrieb in die Mischung. Dazu bedecke ich meine Reibe mit Klarsichtfolie, man kann auch Backpapier nehmen, und reibe die Zitrone wie gehabt auf der Folie. Die Folie wird abgehoben, wobei der Abrieb auf der Folie liegen bleibt und einfach mit der Hilfe eines Messers abgeschabt
und zum Zucker gegeben. Auf der Rückseite der Reibe hat sich aber auch noch etwas Abrieb angesammelt, der wird auch noch in den Guss gegeben. Alles wird verrührt. Wenn man noch ein paar Zuckerklümpchen haben sollte, die werden sich bis zum Ende der Backzeit aufgelöst haben. Die Backzeit ist um, die Garprobe bestanden und der Kuchen kann aus dem Ofen genommen werden. Wenn man einen Zuckerguss überziehen möchte, muss der Kuchen sofort aus der Form gelöst werden, was dank der sorgfältigen Vorbereitung der Form problemlos funktioniert. Aber seid bitte vorsichtig, der Kuchen ist sehr, sehr heiß. Zunächst verstreiche ich auf dem Kuchen noch etwas Aprikosenkonfitüre. Erst dann kommt der Zuckerguss drauf. Mein Guss ist ein wenig flüssig, aber es hat trotzdem funktioniert. Wer will, kann den Kuchen zum Trocknen des Gusses nochmal für 3 Minuten in den noch heißen Ofen schieben. Dazu sollte man aber unter den Kuchen ein Backblech schieben, da der Zuckerguss eventuell noch tropfen kann. So sieht der Kuchen nach dem Abkühlen aus. Hier schneide ich ihn auf und ihr könnt sehen, wie schön fluffig er geworden ist. Vielleicht kommt ihr ja einmal in die Verlegenheit, einen Rührteig backen zu müssen, auch wenn ihr kein Rezept dafür zur Hand habt. Dann wisst ihr jetzt, wie es geht. Merkt euch einfach nur 4/4. Jeweils Ei, Zucker, Fett, Mehl und vielleicht noch irgendein Geschmack oder auch nicht, denn gute Zutaten haben auch immer ein gutes Aroma. Viel Spaß beim Backen und wie immer, guten Appetit!